Einwegwasch bringt mir vor allen Dingen Zuverlässigkeit. Hier habe ich das sauber zuverlässig, ich habe einen Standard, es funktioniert alles und ich muss da nicht ständig hinterherjagen, dass da die Nuckeleimer auch nicht sauber werden. Ich bin hier zu Besuch bei Max Malte Lorenzen im Norden von Schleswig-Holstein, nah an der dänischen Grenze. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, Max Malte. Gerne. So, Max, jetzt haben wir uns ein bisschen verkleidet, aber das hat einen Grund. Wir wollen über Eimerhygiene sprechen. Nuckeleimer kennen wir alle, aber problematisch ist ja oftmals bei der Reinigung, dass man die Nuckel nicht richtig gut sauber bekommt. Genau. Da habt ihr jetzt hier ein neues System. Genau. Wir haben uns für das Einwegwaschsystem entschieden, tauschen quasi einmal am Tag diese Nuckeleimer komplett durch, fahren quasi mit dieser Karre mit sauberen Nuckeleimer los, tauschen durch, fahren wieder zurück mit den dreckigen und waschen sie einmal in den Einwegwaschautomat. Ja, sehr gut. Das gucken wir uns gleich mal an. Lass uns erstmal die Eimer austauschen. Wie hast du die Eimer früher gereinigt? Ganz normal von der Hand oder wie Ganz habt ihr das gemacht? Wir sind quasi mit dem Milchtaxi hier längs gefahren, haben sie erst einmal vorgespült, dann sind wir mit der Bürste längs, haben sie ausgeschrubbt, Wasser quasi mit der Hand durch den Nuckel gejagt. War keine schöne Arbeit und es sind natürlich viele Möglichkeiten, einen Fehler zu machen. Ja. Das fängt schon dabei an, wenn ich ein krankes Durchfallkalb habe und zum Beispiel es jemand macht, der nicht viel Bescheid weiß beim Kälber. Selbst wenn es doch besten Wissen und Gewissen macht, dann geht er vom kranken zum gesunden Kalb, geht an den Nuckel, macht einmal das Wasser durch und überträgt dadurch die Keime vom kranken zum gesunden Kalb. Und das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir nicht. Genau. Und das schließe ich hiermit vollkommen aus. Max, erklär doch mal das System. Wie wascht ihr eure Eimer hier mit dem Einwegwasch? Genau. Wir nehmen uns einen Nuckeleimer, wir füllen einmal den Korb komplett voll. So, der Anschluss, den du jetzt hier anschließt, das ist quasi dazu da, um die Nuckel nachher durchzuspülen. Genau. An der Maschine, ne? Wenn wir den Korb fertig befüllt haben, waschen wir einmal die Hände. Aha. Nehmen den Korb, stellen ihn auf den Tisch hier links daneben, holen den Korb mit den sauberen Nuckeleimern raus. Den nächsten Reiz zum Reinigen. Jetzt drücken wir einmal hier das Wasser durch. Das schön durch die Nuckeleimer die komplette hygienisch gewaschen hat. Ja. Nehmen die sauberen Eimer, hängen die Kopfüber hier auf, damit sie tagsüber oder nachts einmal komplett austrocknen können. Ja. Hast du feste Arbeitsprotokolle bei dir auf dem Betrieb hier? Ja, wir haben Standard Operation Protocols. Ja. Noch nicht in allen Bereichen, haben wir erst gerade mit angefangen. Ja, okay. Aber bei Kälbern, weil wir auch neu gebaut haben, haben wir das als erstes gemacht. Ja. Und dann kriegen die quasi ihre Arbeitsprotokolle, wie sie nach was machen, in welcher Reihenfolge zu machen haben. Das ist für den Anfang meistens ganz gut. Und hier kriegen sie einen schnelleren Start. Oder wenn hier auch gerade Leute kommen, wenn hier mal aus welchen Gründen Chaos herrscht, wenn jetzt zum Beispiel normal was anderes machen und nie die Nuckeleimer gewaschen haben, können sie da einmal reingucken, aha, wie habe ich das überhaupt richtig zu machen. Ja, genau. Dass sie auch wissen, dass sie ihre Hände zwischendurch waschen müssen. Ja, genau. Wie lange dauert die Reinigung bei einem Einwegwasch? Für 4, also das kommt natürlich drauf an, die dreckigen. Wenn ich die öfters wasche, kann ich das kürzer schalten. Wir haben es auf 2 Minuten 30. Ja. Ich kann es auch auf 1 Minute 30 schalten. Fährt man vielleicht auch bestimmt nicht gut. Aber wir haben viel Milchpulver drin und auch noch Vediar, ein Durchfallmedikament, von dem wir sehr begeistert sind. Hilft wunderbar den Kälbern, aber die Nuckeleimer klebt das total fest. Ja, okay. Und da brauchen wir doch die 2 Minuten 30. Ja. Ja, aber 2 Minuten 30 ist ja nun auch nicht so der ganz große Punkt, weil wir sehen, ihr seid schon fast fertig und so richtig viel Leerlauf hast du eigentlich nicht, oder? Nein, also das viel Leerlauf habe ich eigentlich nicht. Also das passt so ziemlich gut von den Arbeitsstücken her. Ich mache das ja auch noch ziemlich oft. Wenn hier jemand ist, der es nicht so oft macht, hat er auch den Korb noch nicht so schnell gefüllt wie der Einwegwasch. Ja, okay. Im Winter ganz angenehm, das ist auch ein warmer Arbeitsplatz. Ja. Hat man direkt seine Heizung hier mit eingebaut. Genau, wir haben hier einmal verschiedene Reinigungsmodi.
Das kommt jetzt natürlich noch aus dem Gastronomiebereich, Ja. aber das kann man sich ein bisschen übersetzen. Wir haben für uns Teller, das sind sozusagen Nuckeleimer. Dann Töpfe, das sind bei uns in dem Fall die Deckel. Und die gehen unterschiedlich lang. Ich kann die Zeit noch genau einstellen. Ich kann da sogar noch mehr hinzufügen, wenn ich möchte. Und kann da verschiedene Zeiten hinterlegen. Normal ist es quasi immer, je höher das geht, desto länger geht das. Das hier sind sogar schon 10 Minuten. Das ist, wenn ich was richtig Dreckiges waschen will. Zum Beispiel Schüsseln, die mit TMR lange eingetrocknet sind. Ah ja. Die waschen wir zum Beispiel damit. Oder hier in dem Fall die Gläser sind das kürzeste. Das geht dann zum Beispiel nur 1 Minute 30, ist dann ziemlich schnell durch. So, und bei dir ist es jetzt für die Eimer, du sagtest 2,5 Minuten? Genau. Genau. Bei welcher Temperatur reinigt er dann? Wir haben voreingestellt, dass er immer auf 65 Grad reinigt. Ja. Dann hat er natürlich jetzt, speziell im Winter, ist ja auch mal kaltes Wasser drin. Dann reinigt er irgendwo bei 62 Grad im Schnitt. Ja, okay. Uns ist wichtig, dass er nicht unter 60 Grad fällt und wir alle Keime sauber abtöten. Ja, okay. Na gut. Beschreib doch nochmal so die Vorteile, die du jetzt wirklich siehst an dem System. Was bringt dir iMeWash auf deinen Betrieb? iMeWash bringt mir vor allen Dingen Zuverlässigkeit. Das Problem, was wir vorher hatten, ist, dass das Nuckeleimer waschen, wenn ich es ordentlich haben wollte, dann hing es immer an mir persönlich. Ja. Oder nur an ganz wenigen Mitarbeitern, die das sauber und zuverlässig machen, die auch bei Caterern drin waren. Hier habe ich das sauber, zuverlässig, ich habe einen Standard, es funktioniert alles und ich muss da nicht ständig hinterherjagen, dass da die Nuckeleimer auch nicht sauber sind. Ja, super. Und was noch hinzukommt, ist es ein ziemlich angenehmer Arbeitsplatz. Ja. Im Vergleich zuvor, hier längs war am Schroben, das Wasser einsammeln und alles. Hier ist es ein Korb befüllen, alles sauber einmal reinschieben. Ordentliche Arbeitshöhe. Ordentliche Arbeitshöhe, rückenschonend. Ja, sehr gut. Die Geschichten. Ja, prima. Ja, das ist doch super. Also, iMeWash ist doch eine tolle Sache. Tolles System. Super, Dankeschön. Prima, vielen Dank, Max. Gerne.